Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei unserem neuen, ganz exklusiven YouTube-Dreh. Was ich euch heute zeige, kann man normalerweise gar nicht zeigen, denn wir befinden uns hier in einem Mercedes 770 Cabriolet aus dem Baujahr 1940. Diese Autos sind an Privatleute nie ausgeliefert worden. Ihr seht ja auch, ich bin angezogen wie ein Chauffeur und wir haben diese absolut einmalige Chance heute genutzt, euch mal so einen Wagen zu präsentieren. Also was wir hier jetzt gerade bewegen, das sind 4,4 Tonnen Gewicht von diesem Auto, Mercedes 770 der Baureihe W150. Also darum handelt es sich jetzt bei unserem Auto. Sind im gepanzerten Zustand nur 5 Autos gebaut worden, mehr gibt es gar nicht. Der Wagen hat, wenn man da voll drauf tritt, volle Leistung abfordert, 230 PS und 7,7 Liter Hubraum. Ich bin da ehrlich gesagt stolz, dass ich in so einem Auto heute fahren darf. Das sind Wagen gewesen, die sind nur an Königshäuser gegangen, so wie Schah Reza Pahlavi beispielsweise, der hatte so einen Wagen. Oder an den türkischen Ministerpräsidenten und natürlich auch an diverse deutsche Institutionen, das ist ja bekannt. Das ist das größte, der größte PKW, den Mercedes jemals gebaut hat. Ein Mercedes 770. Vielleicht kann Paul mal nach hinten zeigen, mein Sohn, der ist heute mit dabei, der fliegt die Drohne, weil das muss man auch mal von oben zeigen. Aber das ist auch wirklich das mächtigste Auto, was ich je in der Hand hatte. Es ist ganz vieles noch original an dem Auto. Ihr seht euch mal diese ganzen tollen Instrumente an, bis 200. Der Wagen soll tatsächlich 180 Stundenkilometer schnell gewesen sein, mit zugeschaltetem Kompressor. Wie gesagt, 7,7 Liter Hubraum. Ich zeige euch das der Hermann. Das ist natürlich eine Wahnsinnsmaschine. Hier das Lenkrad ist noch original Bakelit, das sieht man. Hier vorne original Mercedes-Logo aus der Zeit. Ja, die Zündung vor, zurück, das musste man ja einstellen. Hier vorne Startschok für ein Gas und hier konnte man Standgas ein bisschen regeln. Hier seht ihr ein Drehzahlmesser. Der hängt vielleicht ein bisschen, nee, der funktioniert nicht richtig, das macht jetzt aber auch nichts. Also jedenfalls sind von der Baureihe W150, das ist ein W150, die sind gebaut worden von 1938 bis in das Jahr 1943, dann war wegen dem Krieg wirklich Schluss. Nur 88 Autos hat man produziert, allesamt Handarbeit. Die Autos sind größtenteils in die ganze Welt gegangen, aber natürlich hat die deutsche Regierung auch viele dieser Autos gehört und auch unser Wagen ist exakt zuzuordnen. Wir haben eine komplette Geschichte, das erzählen wir dann mal demjenigen, der das Auto besitzt und auch kauft. Das Auto ist vom ersten Tag bis zum letzten Tag voll dokumentiert, hat den Krieg überlebt und kam dann glücklicherweise in wirklich gute Hände. Also ich glaube, das hier ist die Spitze meiner Laufbahn, bisher in einem echten Mercedes 770 zu fahren. Das durfte man als normaler Mensch gar nicht. Der einzige Privatmann, der so einen Wagen hatte, das ist Gustav Krupp gewesen. Kruppstahl Essen, das kennt ihr ja sicherlich, der hatte auch so einen Wagen, der war dunkelgrün. Aber sonst waren die Autos allesamt nur in Regierungsbesitz. Und so ein Wagen ist ja wirklich einmalig. Schaut euch mal an diese Größe, die das Auto hat. Der Wagen hat eine Länge von 6 Metern. Also das normale Garagenmaß in Deutschland, das hört aber 5 Meter auf. Und wenn man eine schicke Villa hat, vielleicht auch 5,50 Meter. Der Wagen ist 6 Meter lang. Also ich sag mal, was ich übrigens merke, fahren tut er gut. Der nimmt gut Gas an, der läuft auch sehr schön. Ich finde die Bremsen auch gut. Er hält an, trotz des Gewichts von 4,5 Tonnen. Ich zeige euch gleich mal die gepanzerten Gläser hier, die er hat. Also das Auto ist ja wirklich einmalig. Ja, diese Fahrzeuge haben ja nur den Regierenden dieser Welt gehört und die sind natürlich auch Machtsymbole derer, die sie benutzt haben. Das sind auch Machtsymbole von Regierungen gewesen. Diese Autos speziell waren ja oft eingesetzt als Paradewagen, wenn große Militärparaden abgenommen wurden. Und da gab es dann den Chauffeur, den mache ich heute hier. Ich fahre das Auto, ich verstehe auch so ein bisschen was von Autos. Ich muss aber sagen, ich bin überrascht, wie leicht das Auto fährt. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, Gott, habe ich überhaupt genug Muckis hier, das Auto zu bewegen? Das kann man. Fasst sich ganz toll an, dieses Lenkrad, das ist ja unglaublich groß. Hube funktioniert wunderbar. Und er hat einen wahnsinnigen Sound. Hat übrigens ein 5-Gang-Getriebe.
Das musste er auch haben. Er ist eine Spitze von 180 Stundenkilometer gefahren. Das hat man bei Paraden natürlich nicht gebraucht. Da gab es in der Regel auch Paradegang. Und ich kann euch sagen, dass dieser Wagen hier definitiv an Paraden teilgenommen hat. Denn so ein Auto gibt es normalerweise nicht in der Öffentlichkeit. Ist sehr viel Wald, sagen wir so. Ja gut, egal, aber dann müssen wir hoch. Wir sind eben gerade ziemlich steilen Berg hochgefahren. Auto läuft astrein und der ist auch technisch in einem sehr, sehr guten Zustand. Also wer Lust hat, mit dem Wagen auch wirklich durch die Gegend zu fahren, der kann das auch tatsächlich machen. Es ist natürlich eins klar, ist natürlich ein bisschen auffällig. Also ein Mercedes 77 holt nicht jeder Brötchen, das ist glaube ich klar. Aber es ist ein absolut fantastisches Gefühl, in diesem Auto hier einmal sich zu bewegen. Also fahren tut er wirklich wunderschön. Und man merkt, also wer in dem Auto gesessen hat, in diesen 88 produzierten Fahrzeugen, der stand an der Spitze einer Gesellschaft oder stand an der Spitze eines Konzerns oder einer Regierung. Das war einfach absolute Weltklasse. Und ich sag mal, da hatte zu der Zeit Mercedes wirklich absolut, da waren sie führend. Es gab kein größeres Unternehmen, was größere, bedeutendere Autos gebaut hat als den Mercedes 77. Und das wird es auch nie wieder geben. Das ist ja fast ein 8 Liter. Übrigens auch die ganzen Details an dem Wagen, das habe ich mir vorhin angeschaut. Vieles ist sehr, sehr original. Das hat den Krieg überdauert. Es sind ja auch viele kaputt gegangen. Viele Autos sind nach Russland verschleppt worden oder da geblieben. Die hat man gar nicht mehr rausgegeben. Man weiß gar nicht, gibt es die heute überhaupt noch oder gibt es die gar nicht mehr. Und für die Eingeweihten von euch, die das vielleicht noch wissen, ich habe im Jahr 2005 ein ganzes Paket dieser Autos nach Europa gebracht. Es waren 21 Fahrzeuge, nur das Modell 770. Und dieser hier ist einer von diesen Autos. Natürlich finden einige dann wieder zu einem zurück, wenn man sowas schon mal gemacht hat. War also die größte Aktion, die ich in meiner beruflichen Laufbahn als Oldtimer-Dealer, als Oldtimer-Händler gemacht habe. Und das ist einer dieser 77, aber auch zugleich der bedeutendste. Kann man hinten gut filmen, ja, ne? Ja, genug Platz ist hier. Ja, das ist ja ein Siebensitzer gewesen. In so einem Auto haben ja natürlich, es gab ja immer mal mehrere Regierungsmitglieder, es gab auch Wachpersonal, weil die Leute, die so einen Wagen gefahren haben oder darin chauffiert wurden, waren meistens auch gefährdet. Aus dem Grund ist unser Wagen auch mit Panzerglas und mit Panzerplatten ausgestattet, also höchste Sicherheitsstufe. Und es gab natürlich auch Personenschutz, die sind alle mitgefahren. Da sind gegenüber 3 Klappsitze hinter meiner Bank. Dann kann man sehen, die konnte man auseinanderklappen. Und damit ist dann mitgefahren worden. Waren also sehr, sehr oft 7, 8 Leute hier in diesem Wagen. Es gibt ja auch diverse Paraden, die teilweise dann auch im Fernsehen nochmal gezeigt werden, wo man eines dieser Autos sehen kann. Ich kann euch nur sagen, der Wagen ist absolut original. Er hat Matching Numbers. Das ist einer von den ganz berühmten 77, die seinerzeit vom Band gelaufen wurden. Und unser Auto ist im März 1940 ausgeliefert worden. Nicht ins Ausland. Die meisten Autos sind ja sowieso alle in Europa geblieben, wie gesagt, bis auf das Auto vom Schah. Also fahren tut er sich toll, man sitzt ganz bequem, man merkt, dass man ein gewaltiges Fahrzeug vor sich hat. Bei unserem Auto ist uns natürlich auch der Vorbesitzer bekannt, das ist ja ganz klar. Aber wir sind ja jetzt in dem Falle nicht dafür da, dass wir historische Referate halten, sondern wir wollen euch den größten jemals gezeigten Mercedes in voller Fahrt zeigen. Und sowas ist, glaube ich, einmalig. Und wir machen das auch deshalb. Das Auto wird dann den Kontinent verlassen, es wird nicht mehr in Europa sein. Und ich bin einfach der Meinung, das ist historisches Kulturgut. Sowas gehört einfach gezeigt. Ihr müsst mal sehen, wie so ein Wagen gefahren ist. Ihr müsst mal sehen, welche Pracht so ein Wagen entfaltet hat. Wozu die Ingenieure von Mercedes seinerzeit in der Lage waren. Da war ja einmalig. Also ist egal, wo man mit dem Wagen vorbeikommt, die Leute bleiben stehen und staunen. Da kann man auch nur staunen. Und so einen Wagen in seiner Sammlung zu haben, das hat nicht mehr mit Geld zu tun, das hat mit Glück zu tun. Also da muss man wirklich Glück haben, um so einen Wagen überhaupt kaufen zu dürfen. Und wenn ich damals diese 20 Fahrzeuge nicht im Paket verkauft hätte, wäre ich da jetzt auch gar nicht rangekommen.
Das hing halt eben mit dieser Verbindung zusammen. Die Autos sind früher mal in den USA gewesen, von jemandem gesammelt worden, der ist dann verstorben. Und ich bin dann über die Witwe da rangekommen. Und die hat mir dann das Auto, die ganzen 20 Fahrzeuge anvertraut zum Weiterverkauf. Das haben wir gemacht. Wir sind dann mit einer Antonov nach Deutschland geflogen und haben sie an einen Endkunden weiterverkauft. Aber da hat sich auch so einiges ereignet. Deswegen ist dann der Wagen wieder an den Markt gekommen. Ist jetzt aber auch schon 15 Jahre her. Aber fahren tut er toll. Also man merkt, dass das Auto wirklich in Ordnung ist. Ich sag mal, 80% der Teile an dem Auto sind die Originalen. Das habe ich mir vorhin genau angeguckt. Also es ist wirklich einmalig. Ja, also eins steht mal fest, es ist wirklich ein absolut grandioses Fahrzeug, was ich hier bewegen darf. Man merkt die 4,5 Tonnen schon, aber in der Regel ist man ja hier nicht diese kleinen Bergstraßen gefahren, es sei denn, einige Leute haben mal den Obersalzberg befahren, sind dann da hochgefahren. Das war aber nicht üblich jeden Tag, sondern meistens waren das ja Paradefahrzeuge. Aber ich kann mir gut vorstellen, mit so einem Autobahn schön geradeaus, damals auf der neuen Reichsautobahn, das muss ein tolles Erlebnis gewesen sein. Denn ich glaube, dass man mit den Autos wirklich sehr gut 140, 150 fahren konnte. Ja, so die ganzen Sicherheitsdinge wie heute Airbag, Scheibenbremsen, das hat es alles nicht gegeben. Das war hier der Stand von 1939, von 1938 Stand der Technik. Und wenn man überlegt, man hat ja nur 88 Fahrzeuge produziert, überhaupt nur, dann kann man sich vorstellen, für welche Leute das war. So ein Wagen hat, glaube ich, damals gut und gerne 80.000 bis 100.000 Reichsmark gekostet, eine unvorstellbare Summe. Also ein heutiger Maybach beispielsweise wird ja viel, viel öfter produziert, hier nur 88. Und vom gepanzerten, das war natürlich höchste Sicherheitsstufe, hat alles Mercedes gemacht, gab es 5 Autos. Und dieser hier ist einer von 5 Autos. Und wir können zu dem Wagen eben auch die komplette Geschichte mit hinzubringen. Wir haben alles dabei, es kann alles geliefert werden. Sämtliche Nummern, Auto hat Matching Numbers. Vieles ist original, das könnt ihr ja in diesem tollen Armaturenbrett auch sehen. Das sind alles noch die originalen Instrumente bei dem Auto. Auch hier, das ist leicht gegilbt, das Panzerglas ist auch das Originale. Auch an den Seiten, auch die ganzen Fensterrahmeneinfassungen. Übrigens ist das Panzerglas 3 cm dick. 3 bis 4 Zentimeter ist natürlich gewaltig. Aber das musste sein, wenn da einer angeschossen wurde. Und das durfte ja nicht passieren. Es waren ja oft Regierungsmitglieder. Und so ein Wagen musste natürlich auch dieses irre Gewicht überhaupt bewegen können. Und das kann der ganz gut. Also hört er hier auch, wenn man drauf tritt, da kommt was. Auto fährt sich und bewegt sich gut. Hat auch einen ganz guten Geradeauslauf. Jetzt haben wir mal ein bisschen mehr schön geradeaus. Also man kann ihn wirklich toll fahren. Natürlich sehr, sehr breit der Wagen, ist über 2 Meter, 6 Meter lang. Das sind natürlich Dimensionen, die sind natürlich Wahnsinn. Bis so ein Chauffeur seinerzeit richtig ausgebildet hat, das hat 1,5 Jahre gedauert. Das ist auch kein Wunder, weil man braucht wirklich Kraft, das merkt man. Man musste genau wissen, dass man die sehr sanft fuhr, seine Gäste. Also man musste außergewöhnlich gut Auto fahren und das muss man natürlich lernen. Und außerdem jede Menge Sicherheitstests auch wirklich über sich ergehen lassen. Man durfte den Leuten ja nichts antun. Es musste ein ganz sicherer, 100%iger, loyaler Fahrer sein. Es war was Besonderes, wenn man den Wagen fahren durfte. Ja, wenn man sich die Dimensionen von dem Wagen klar macht. Wir sind ja viel in Filmen zu sehen, aber niemals bei so einer Probefahrt. So ein Auto wurde einfach nicht Probe gefahren, weil so ein Wagen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Heute haben wir ihn auf eine öffentliche Straße gebracht. Also das ist wirklich ein erhebendes Gefühl. Ihr seht ja, hier vorne ist eine ganz dicke Sitzbank und hinten ist ewig viel Platz für diese Autos. Nicht für die Autos, für die Passagiere natürlich.
Tja, das ist der größte Mercedes der Welt, der größte Mercedes-Pkw, den Daimler-Benz je gebaut hat. Es gab dann nur noch den G3, das war der Dreiachser, sowas ähnliches wie eine Geländeausführung. Aber als Personenwagen war das hier das Größte, was es jemals gab. Vom Gewicht her mit seinen 4,5 Tonnen. Aber so auf einer Landstraße fährt er toll, muss ich sagen. Man merkt aber diese riesige Abwärme. Es ist ein gewaltiges Triebwerk, was da vorne drin ist. Machen wir mal auf, das zeigen wir euch nochmal. Das ist einfach sehenswert. So ein Wahnsinnsmotor ist ja so nie wieder gebaut worden. Interessanterweise ist der synchronisiert, man braucht hier gar kein Zwischengas. Na. Hört sich wirklich nach viel Kraft an. Also hier auch mit Schnellganggetriebe, 5-Gang für die Autobahn, finde ich super. Links unten ist Rückwärtsgang. Der brummt richtig, also man merkt, dass das eine ganz großvolumige Maschine ist. Aber er fährt sehr, sehr gemächlich, also gemütlich. Er ist auch sehr, sehr gut gefedert, fällt mir auf. Er schluckt alles, alle Bodenunebenheiten. Dass ich es nochmal zu einem Chauffeur eines Mercedes 77 bringe, hätte ich nicht gedacht. Aber es passieren ja immer wieder neue Dinge im Leben. Also alleine, wenn man schon links und rechts die Reserveradmulden sieht, da sind ja die Reserveräder gewesen, die sich gewaltig nach oben heben. Dann dieser Kühler, der Kühler hat eine Länge von 1 Meter, das muss man sich mal vorstellen, wie viel das ist. Dann die silbernen Blinker links und rechts auf den Kotflügeln mit den ganz großen Lampentöpfen vorne. Also, ich habe noch nie ein mächtigeres Fahrzeug vor mir her bewegt als diesen Mercedes 770, noch nie. Aber er fährt sehr, sehr bequem. Also das ist das, was mir auffällt. Auch relativ unproblematisch. Auto mag es halt nicht, wenn es in Parklücken gefahren wird, aber die Autos hat man ja nicht zum Parken gehabt, sondern zum Fahren. Da ging es ja darum, gut bequem geradeaus zu fahren und das tut er wirklich. Ja. Ja, also eins haben wir heute, also das war eine Fehlzündung. Heute haben wir auf jeden Fall eins gelernt. Chauffeur war 1938 ein verdammt harter Job. Das kann ich euch sagen. Und da musste man richtig Muckis, Ausdauer haben und immer eine gute Laune dabei. Aber eine gute Laune habe ich ja, das könnt ihr, glaube ich, sehen. Weil sowas ist ja vollkommen einmalig, so einen Wagen hier zu fahren. Das hat man einmal im Leben und dann nie wieder. Und das Gute an dem Auto, der ist wirklich gut in Ordnung. Der fährt wirklich toll. Also den könnte man jetzt noch zum Einsatz fahren, wo auch immer das sein sollte. Weil Einsätze dieser Art gibt es ja heute nicht mehr ganz so viele. Ist auch, glaube ich, besser so. Aber dieser Zeitzeuge aus der Zeit damals, der funktioniert noch wie 1943. In so einem Auto sitzen wir jetzt hier. Er hat eine Geschichte, er hat eine bedeutende Geschichte. Und es ist ein Auto, wo mehrere Fotoalben alles belegen, was mit dem Wagen geschehen ist. Es gibt ganz viele Originalaufnahmen von dem Auto. Also an der Echtheit und Authentizität dieses Autos besteht überhaupt gar keinen Zweifel. Der Wagen ist 100% echt, er hat eine 100%ige Historie und ich muss ganz ehrlich sagen, das wird ein Erlebnis sein, was ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Ist übrigens interessant, er hat Mittelschaltung, viele haben ja später hier oben das gehabt, die Lenkradschaltung ist eigentlich viel besser. Hätte man gleich nach dem Krieg auch dabei belassen sollen. Und wenn man jetzt wieder so auf einer Landstraße fährt, er fährt richtig schön, hat dieser monumentale Motor, der man da vorne hört, wie er seine Arbeit tut. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass er 7,7 Liter hat, die da 4,5 Tonnen bewegen müssen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Also wir halten jetzt an, weil jetzt erkläre ich euch das ganze Auto gefahren, sind wir jetzt ja. Ihr seht also, wie der läuft, das ist natürlich einmalig. Und wer weiß, wann so ein Wagen wieder auf die Straße kommt, das kann man nicht sagen. Aber wir werden euch jetzt an einem schönen Platz, den wir ausgewählt haben, mal zeigen, woraus das Auto eigentlich besteht und welche Details er hat. Und ich finde, das ist wirklich erwähnenswert bei dem Wagen. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder mal bei Cargold, Freude am Auto.
Und heute haben wir hier wirklich eine ganz besondere Freude, euch zu zeigen. Wir sind den eben schon gefahren. Das ist ein absolutes Monument Zeitgeschichte. Das konnt ihr, glaube ich, sehen. Das ist ein Wagen, der ist 6 Meter lang, hat 4 gewaltige Türen und es ist ein 7-Sitzer. Da können wir eigentlich gleich damit anfangen. Das ist nämlich ein Paradewagen gewesen, der normalerweise im öffentlichen Verkehr gar nicht gefahren ist. Das Auto ist 1940 ausgeliefert worden nach Berlin. In Berlin, das ist ja bekannt, gab es diese Paraden. Ich zeige euch jetzt mal, warum das ein besonderer Paradewagen hat. Schaut euch das mal an hier. Das sind 4 cm. Das heißt, dieser Wagen hat 4 cm dickes Panzerglas. Der hat deshalb Panzerglas, weil er Leute transportiert hat, die hatten halt ein entsprechendes Sicherheitsbedürfnis. Das waren gefährdete Menschen. Diese Autos sind ja nur in die Politik gegangen oder an Könige oder an den Schah Reza Pahlavi beispielsweise. Und hier, das habt ihr vielleicht mal gesehen, da haben immer mehrere Leute in so einem Wagen gesessen. Das war hier dann das Sicherheitspersonal, die Security sagt man heute. Da hinten oder vorne rechts auch haben die Leute mitunter gestanden oder auch gesessen und haben dann die Paraden abgenommen. Oder man konnte den Wagen, der hatte ja immer 230 PS auch auf der Autobahn bewegen, der war also ziemlich schnell. Und wir sind das Auto eben gefahren, also es wird sicherlich ein Erlebnis, das wird sicherlich bei mir haften bleiben, denn normalerweise ist man ja kein Chauffeur für so ein Auto. Ich war aber heute der Chauffeur von dem Auto und ihr habt ja gesehen, dass er eine durchgezogene Bank hat. Da vorne saß das Personal, die mussten nicht ganz so gut sitzen, obwohl das ganz weiche Sitze waren, wie ich eben gerade gemerkt habe. Und dahinter dann halt die Herrschaften, die man bewegt hat, die hat natürlich Platz bis zum geht nicht mehr. Schaut euch mal diesen Kühler an. Das ist der größte Kühler im Pkw-Bereich, den Mercedes jemals gebaut hat. Das ist 1 Meter von hier oben bis da unten. Eine so gewaltige Front hat kein Fahrzeug mehr gehabt. Hier seht ihr die Bosch-Stempelchen in den Lampen. Das waren ja Bosch-Lampen. Die Firma Bosch hat damals Mercedes bedient. Man hat von hinten, das konnte ihr oben sehen können, das war so ein kleines rotes Lämpchen, ob die Lampe funktionierte vorne oder nicht. Das war hier angebracht. Und hier an der Seite diese beiden riesigen Rohre, Krümmerrohre. Jetzt muss ich mal gucken, das ist noch ein bisschen heiß. Ja, das hätten wir vorhin aufmachen können. Das sind die Lüftungsklappen, weil so eine 7,7 Liter Maschine hat ja eine irre Abwärme. Schaut euch das mal an, das hat man dann geöffnet, wenn es warm war im Sommer, dass die ganze Abwärme auch rauskam. Muss natürlich aufpassen, dass man da sich nicht die Hände verbrennt. Auch hier die meisten Reifen, die standen ja frei. Das hat es beim 540er Mercedes gegeben, hier in dem Fall Metall. Also es ist alles ein bisschen besser. Und man sieht dem Auto einfach an, das war purer Luxus. Das war der Leistungsstand Ende der 30er Jahre, wozu Deutschland fähig war. Und die Autos, das hat es nach dem Krieg wieder gegeben als Mercedes 600, aber das kommt an so einen Wagen absolut nicht mehr ran. Hier 3 weitere Lampen hier vorne. Die rote Lampe hat auch Herr Adenauer benutzt, die blinkte immer, das heißt Vorsicht, freie Durchfahrt, könnt ihr rechts sehen. Daran könnt ihr erkennen, dass es hier sich um ein Regierungsfahrzeug gehandelt hat. Ja, und außerdem hier die gepanzerten Scheiben, also so eine Tür hier zu öffnen und in der Hand zu behalten, das ist natürlich Wahnsinn. Ich glaube, ihr seht das so ein bisschen, wie mich diese Tür hier wegdrückt, welches Gewicht die hat, ist ja auch klar. Die ist hier drinnen gepanzert. Hat einen gepanzerten Unterboden und hier 4 cm dickes Panzerglas. Das gilt übrigens auch hier vorne für die Frontscheibe. Das könnt ihr auch hier oben sehen. Schaut euch mal den Steg über der Scheibe an. Der ist auch 3,5 bis 4 cm dick. Und hier alles Chrom. Das waren die Hebel für das Verdeck. Also auch alles immer doppelt so groß wie bei normalen anderen Mercedesen. Das ist einmalig. Hier hinten natürlich genauso. Und das ist eine Steckscheibe gewesen. Wenn man hinten gerne offen sitzen wollte, konnte man das rausnehmen. Und dahinter haben wir das Verdeck. Ist übrigens interessant, viele dieser Details, was hier das Leder angeht und so, ist noch original. Also ich will euch das mal zeigen, hier zum Beispiel. Das erkennt ihr immer daran, wenn das alles ein bisschen harzig anfasst. Das ist schon mal übergemalt worden, aber das ist noch das erste Leder hier. Währenddessen das hier erneuert wurde. Aber auch hier, die Armauflehne ist noch original. Verdeck hinten, da ist vieles noch original, auch hier an den Seiten. Ich habe mir das vorhin genau angeguckt. Und wie gesagt, da vorne die Klappsitze, das könnt ihr sehen. Die sind auch noch original, die waren fürs Begleitpersonal damals, die diese Persönlichkeiten, die hier Paraden abgenommen haben, geschützt haben. Ja, diese Autos sind, wenn sie überhaupt mal an den Markt kommen, immer gleich wieder in der Sammlung verschwunden. Man kommt sowas eigentlich nur dann an so einen Wagen ran, wenn man wirklich Verbindungen hat und die richtigen Leute kennt. Und sowas in seiner Sammlung zu haben, das ist halt ein absolutes Highlight. Ja, schaut euch die Stoßstangen an, es ist alles etwas größer und im Detail noch besser gemacht als bei den normalen Mercedes-Ausführungen. Da war ja seinerzeit der Mercedes 540 schon das Größte, was man sich kaufen konnte. Konnte man auch als Privatmann haben. Aber dieser Wagen hier natürlich, das war eine andere Abteilung. Deswegen gab es auch nur 88 von diesen Autos.
So, jetzt zeigen wir euch mal, wie 7,7 Liter Hubraum aussehen. Wie gesagt, auch das der größte Mercedes-Motor, der jemals in einem Pkw verbaut wurde. Seht euch das mal an. Also vorne rechts kann man sehen diesen riesigen Kompressor, weil die 230 PS hat er ja erst erreicht, wenn der Kompressor gezogen war. Und dann ist er 180, 190 Stundenkilometer schnell gewesen. Von hier sieht man die Maschine vielleicht ein bisschen besser. Hier kann man ein bisschen besser sehen. Dann ist halt eben sind die beiden riesigen Flügel davor, was das für ein Riesenmotor war. Also das Matching Numbers hier ist alles feinst aufgearbeitet gewesen, alles ganz edel gemacht. Und auch dieser Motorblock ist, glaube ich, gut und gerne 1 Meter lang. Ja, also wenn man sich das anschaut, und erstens mal in welcher Qualität sich das befindet. Also man hat da damals technisch das Größte reingebaut, was überhaupt möglich war. Die Dimension ist wirklich brutal, hat einen 8-Zylinder-Reihenmotor. Die 8-Zylinder-Maschinen, die es heute gibt, sind ja meistens in V-Form, links 4, rechts 4. Das ist hier eine Reihenmaschine, 8 Zylinder, übrigens auch bekannt beim Horch. Nur dass dieser hier ungefähr doppelt so groß ist, es sind ja auch nur ganz wenige davon gebaut worden. Und dass er das Auto wirklich also ordentlich bewegen kann, wie es dem Wagen auch gebührt. Wie gesagt, 4,5 Tonnen, dann noch das Personal, was drin gesessen hat, bis zu 7 Leuten. Das heißt, diese Maschine musste 5 Tonnen bewegen. Das ist natürlich ein gewaltiges Gewicht gewesen. Wir sind den Wagen eben gerade richtig schön gefahren. Wir haben ihn jetzt auch nicht geschont, wir haben auch schön beschleunigt und so. Und das ist natürlich klar, dann tropft hier und da mal ein bisschen Öl, aber technisch ist er wunderbar in Ordnung. Er läuft auch sehr, sehr schön. Aber schaut euch das mal an. Also solche Rohre, die bei Mercedes-Kompressorfahrzeugen ja üblicherweise immer aus der Seite rauskommen, das kennt ihr auch vom 500er, auch vom 540er, gibt es so in der Regel nicht. Das sind die größten, sage ich mal. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, das hat euch heute Spaß gemacht. Auf jeden Fall ist es was ganz Besonderes gewesen. Hoffe, ich habe euch was Besonderes auch gezeigt, in einem echten Mercedes 77 mal mitfahren zu können. Das wird so oft sicherlich nicht passieren. Insoweit wünsche ich euch alles Gute bis zu meinem nächsten tollen Film. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschitz. Ciao.